Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich begrüße Sie ganz herzlich von meiner Seite her. Mein Name ist Sandra Lüthi. Ich arbeite beim Bundesamt für Cybersicherheit oder kurz BATS im Team Sensibilisierung und Prävention. Das Webinar führe ich heute zusammen mit Simon Kurz der Firma Planzer. Wir beide haben das Pilotprojekt auf die Beine gestellt und auch die jetzt verfügbaren Hilfsmittel erarbeitet. Kurz zu den Spielregeln, wie Sie vielleicht vorhin gehört haben, falls Sie schon im Call waren. Das Webinar wird aufgezeichnet. Dies aus dem Grund, weil wir es nur auf Deutsch machen, wir aber in einem mehrsprachigen Land wohnen. Das heißt, die Aufnahme wird anschließend transkribiert und auf Deutsch, Französisch, Italienisch und auf Englisch untertitelt dann auf dem YouTube-Kanal des BATS zur Verfügung gestellt. Ihre Mikrofone und auch die Kameras haben wir stumm respektive ausgeschaltet. Sie können aber Fragen jederzeit via Chat stellen. Wir versuchen diese bereits während des Calls zu beantworten und bei Bedarf können wir natürlich auch am Schluss noch Fragen jederzeit beantworten. Simon, ich wäre froh, wenn du jetzt die Leute hereinlassen könntest, dann würde ich mit der Präsentation beginnen. Kurz zum Inhalt, also in der Einleitung werden wir Sie mit einem Fallbeispiel auf das Thema einstimmen. Danach präsentieren wir einige Zahlen und zeigen Ihnen auch, wie das Pilotprojekt zustande gekommen ist. Für diesen Teil übergebe ich das Wort an Simon Kuhn. Das Pilotprojekt selber werden wir Ihnen dann gemeinsam vorstellen und am Schluss gebe ich noch einen Ausblick auf das kommende Jahr. Simon, ich übergebe dir, bitte. Besten Dank, Sandra. In unserem Szenario sind Sie ein Kleinunternehmer mit Abhängigkeiten zu IT-Systemen, jedoch ohne eigene IT-Abteilung. Stellen Sie sich vor, es ist ein Freitagnachmittag und Sie erfahren aus den Nachrichten, dass eine weit verbreitete Dateiaustauschplattform eine Zero-Day-Schwachstelle hat. Ein Zero-Day ist eine Schwachstelle in einer Software oder Hardware, die dem Anbieter in unserem Beispiel unbekannt ist und für die er deshalb noch keinen Patch oder andere Lösung verfügbar hat. Die Schwachstelle wird jedoch bereits aktiv durch Angreifer ausgenutzt. Sie überprüfen nun, ob Ihre Organisation diese Dateiaustauschplattform benutzt. Erleichtert stellen Sie fest, dass Ihre Organisation diese Software nicht im Einsatz hat. Sie gehen beruhigt ins Wochenende und starten am Montagmorgen wie gewohnt Ihren Berufsalltag. Die Ruhe hält jedoch nicht lange an. Am folgenden Dienstag erhalten Sie eine Warnung von Ihrem IT-Dienstleister. Im Darknet wurden Daten Ihres Unternehmens gefunden. Wie konnte es dazu kommen? Schreiben Sie uns Ihre Überlegung dazu in den Chat. Die gefundenen Daten wurden aus Datensätzen eines Lieferanten Ihrer Organisation entnommen. Das vorangehende Szenario zeigt auf, wie ein Cyberangriff auf die Lieferkette abläuft. Der Angriff zielt auf die Beziehung zwischen Unternehmen und ihren Lieferanten, Zulieferern und Cloud-Providern ab. Der Cyberangriff auf die Lieferkette besteht somit aus mindestens 2 Angriffen. Der erste Angriff richtet sich gegen einen einzelnen Lieferanten. Der Zugang zu dessen Systemen und seine privilegierte Beziehung zu seinen Kunden wird genutzt, um das eigentliche Ziel, also Ihre Organisation, anzugreifen. Der Unterschied im eigentlichen Sinne liegt in der Art des Erstzugriffs, welcher nicht direkt bei Ihnen stattfindet, jedoch bei einem Lieferanten
mit aktiven Verbindungen zu ihren Systemen. Um sich die Wichtigkeit von Cyberangriffen auf die Lieferkette vor Augen zu führen, schauen wir uns einige Zahlen an. Von 2022 bis 2023 stieg die Anzahl der gemeldeten Cyberangriffe auf die Lieferketten von Unternehmen mit negativen Auswirkungen und Betriebsunterbrechungen um 26%. Zwischen 2023 und 2024 sogar um 241%. Im 2022 kostete ein solcher Angriff durchschnittlich 4,46 Millionen $, Tendenz klar steigend. Im 2022 waren rund 62% der Unternehmen weltweit von einem Cybervorfall durch Dritte betroffen. Diese Zahlen zeigen, dass Cybervorfälle, die Partner, Lieferanten und Zulieferer betreffen, systemische Auswirkungen auf Unternehmen haben können. Die heutige Realität zeigt, in Lieferketten gefährden Organisationen sich oft selbst. Sie vertrauen ihren Lieferanten und Zulieferern, ohne aktiv mit ihnen zusammenzuarbeiten oder gewisse Kontrollmechanismen einzubauen. Das kann dazu führen, dass ein Zulieferer oder ein Softwareprodukt eines Zulieferers kompromittiert wird und dies Auswirkungen auf einen ganzen Industriezweig hat. Die Zahlen, die Sie hier sehen, bilden mit Sicherheit Großkonzerne oder große Unternehmen ab, die ressourcen- und finanztechnisch gut aufgestellt sind. Im Pilotprojekt haben wir uns deshalb bewusst entschieden, den Fokus auf die nicht in diesen Prozentzahlen enthaltenen Unternehmen und Organisationen zu legen. Das bedeutet konkret, dass wir KMUs, kleine bis mittelgroße Logistikunternehmen und kleine und mittelgroße Gemeinden ansprechen. Vor diesem Hintergrund führte das Bundesamt für Cybersicherheit (BAX) zusammen mit Planzer Transport AG ein Pilotprojekt durch, um Fachwissen und Kräfte branchen- und cybersicherheitsseitig zu bündeln. Ziel war es, ein allgemeines Verständnis für die IT-OT-Risiken entlang der Lieferkette zu schaffen, praktische Hilfsmittel für Organisationen zu erarbeiten und so einen Mehrwert zu schaffen. Ich übergebe Sandra jetzt das Wort. Sie beginnt mit der Vorstellung des Pilotprojekts. Danke, Simon. Ausgangspunkt des Pilotprojekts war unser gemeinsames Ziel, das Sie hier sehen, in der Lieferkette das Bewusstsein und auch die Resilienz gegenüber Cyberangriffen zu erhöhen. Dabei legte der Planzer den Fokus auf die Lieferantenbeurteilung als solches und das Bundesamt für Cybersicherheit auf die systemischen Risiken. Wir hatten dann einige Herausforderungen. Also am Anfang ging es darum, einen gemeinsamen Ansatz für das Pilotprojekt zu finden. Was einfach tönt, hat einige Stunden und Workshops in Anspruch genommen. Wir mussten uns finden, wir haben uns ja auch nicht gekannt. Wir mussten einen Fokus festlegen, eine gemeinsame Sprache finden und natürlich am Schluss auch das ganze Projekt mit unseren doch auch etwas beschränkten Ressourcen schließlich umsetzen und bewältigen. Ich möchte Ihnen nun zeigen, wie wir vorgegangen sind. Grundsätzlich unterscheiden wir in der Cybersicherheit zwischen den technischen und den organisatorischen Maßnahmen, die man zur Verbesserung der Resilienz treffen kann. Da das Bundesamt für Cybersicherheit keine Produkteempfehlungen abgeben darf, haben wir uns im Pilotprojekt entschieden,
den Fokus auf die organisatorischen Maßnahmen, konkret auf die Lieferantenbeziehungen zu legen. Best Practice zu allgemeingültigen technischen Grundschutzmaßnahmen finden Sie aber auch auf der Webseite des BAKS. Um Cybersicherheitsrisiken entlang der Lieferkette einzudämmen, müssen Organisationen ihre Risiken kennen und bewerten, die Voraussetzungen und Vorgaben für ihre Lieferanten, Zulieferer und Provider festlegen und die Einhaltung derselben auch überprüfen. Damit Unternehmen, Behörden und Organisationen in der Schweiz ihre Anforderungen an die Cybersicherheit in der Lieferkette pragmatisch umsetzen können, haben wir im Pilotprojekt einen einfachen Kreislauf mit konkreten Hilfsmitteln erarbeitet. Diesen Kreislauf möchten wir Ihnen jetzt vorstellen. Ein gutes Verständnis der eigenen IT-OT-Lieferkette hilft Organisationen, potenzielle Cyberrisiken für die eigene Organisation und für den Endkunden im Zusammenhang mit den Leistungen der verwendeten Lieferanten und Dienstleistern auch zu verstehen. Ich zeige Ihnen nun unser Erklärvideo, in welchem aufgezeigt wird, wie ein Cyberangriff auf die Lieferkette abläuft. Das ist eine Repetition von dem, was Simon vorher gesagt hat. Wir zeigen Ihnen die Angriffsvektoren, die die Angreifer nutzen und auch welche Cyberrisiken in den verschiedenen Angriffsmethoden geborgen sind oder verborgen sind. Falls etwas mit dem Ton nicht klappen sollte, bitte ich Sie, mir dies via Chat mitzuteilen. Die Industrie 4.0 bietet viele Angriffsflächen für Cyberkriminelle. Jeder Ort, an dem Daten übertragen oder gespeichert werden, kann Ziel eines Angriffs werden. Ein gutes Verständnis der eigenen IT-OT-Lieferkette hilft, potenzielle Schwachstellen zu erkennen und das Risiko zu minimieren. Cyberangriffe auf die Lieferkette zielen auf die Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen Unternehmen und ihren Lieferanten ab. Zunächst wird ein Lieferant angegriffen, um Zugang zu seinen Systemen zu erhalten. Anschließend nutzen Angreifer diese Verbindung, um das eigentliche Ziel anzugreifen. Die Methoden solcher Angriffe unterscheiden sich nicht grundsätzlich von denen in anderen Sektoren. Die Einfallsvektoren sind Mitarbeitende oder schlecht administrierte und nicht gepatchte Systeme. Bei Mitarbeitenden stellt die Korrespondenz mit den Lieferanten ein zentrales Risiko dar. Nachrichten von bekannten Absendern werden weniger kritisch geprüft. Hat ein Angreifer ein E-Mail-Konto eines Lieferanten übernommen, kann er durch Phishing-Nachrichten versuchen, Mitarbeitende zu gewünschten Aktionen zu verleiten und Schadsoftware zu verbreiten. Auch Legacy- oder Out-of-Support-Systeme bringen Gefahren mit sich, denn solch veraltete, meist vernachlässigte Systeme, welche mit anderen Systemen verknüpft sind, werden zu beliebten Einfallstoren für Angreifer. In der Lieferkette wird zwischen unterschiedlichen Risiken unterschieden. Wenn Angreifer das E-Mail-Konto eines Lieferanten kompromittiert haben und der Zugang zum Kundensystem nicht geeignet geschützt ist, drohen unerlaubte Modifikationen von Systemen oder Informationen. Soft- oder Hardware-Produkte eines Lieferanten können Schadsoftware enthalten. Diese kann zur großflächigen Infektion von Endgeräten genutzt werden. Ziel des Angriffs ist es, auf viele verschiedene Unternehmensnetzwerke zuzugreifen. Die Integration von Industrie 4.0 Technologien macht Unternehmen abhängig von externen IT-Lieferanten. Fällt ein wichtiger Lieferant aufgrund eines Cybervorfalls aus, kann dies das gesamte Unternehmen gefährden. Cyberangriffe auf die Lieferkette sind Realität. Sie können die Risiken jedoch erheblich mindern, indem Sie Ihre Lieferanten sorgfältig auswählen und konkrete Maßnahmen zu Cybersicherheit umsetzen. Das Bundesamt für Cybersicherheit hat zusammen mit Planzer Transport AG konkrete Hilfsmittel erarbeitet. Diese finden Sie auf der Webseite des BAKS.
Gut, für diejenigen, die keinen Ton hatten, ich glaube, bei den meisten hat es funktioniert, werde ich noch gleich den Link teilen im Chat zum YouTube-Kanal, damit Sie das Video nachschauen können. Kommen wir nun zum Schritt 2. Die richtige Auswahl der Lieferanten, Zulieferer und Provider ist eine wichtige Voraussetzung, um einen sicheren Betrieb der eigenen Organisation zu gewährleisten. Die Identifizierung des Business Impacts je Lieferant hilft bei der Priorisierung derselben. Dabei werden im Pilotprojekt grundsätzlich 3 Typen von Lieferanten unterschieden. Wir haben Partner, welche einen privilegierten Zugriff auf die internen Systeme bei der Organisation haben und somit die IT-OT-Umgebung der Organisation negativ beeinflussen können. Beispiele sind Partner, die für den Betrieb eines Systems im Netzwerk der Organisation verantwortlich sind. Dann haben wir Partner, welche der Organisation Hardware oder Software bereitstellen und bei Kompromittierungen so Schaden entstehen können. Dies sind zum Beispiel Microsoft Office oder andere auch selbstbetriebene Fachanwendungen oder Systeme. Partner, welche der Organisation wichtige Dienstleistungen bereitstellen, stellen die dritte Kategorie dar. Ein Wegfall dieser Dienstleistungen hat Auswirkungen auf die Vertraulichkeit, die Verfügbarkeit und auch die Integrität der Daten. Beispiele hier sind Software as a Service Partner, Logistikpartner, Outsource-Partner, das können zum Beispiel Service Desk sein, oder auch Zulieferer von Produkten. Der nächste Schritt in unserem Kreislauf ist die Bestandesaufnahme in der eigenen Organisation. Diese wird durch den IT-OT-Verantwortlichen durchgeführt und anschließend auch ausgewertet. Bei Bedarf werden die einzelnen Schutzmaßnahmen verbessert und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Ich habe hier einen Printscreen eingefügt des Dokumentes, welches Sie auch auf der Webseite des Bundesamtes für Cybersicherheit finden. Das wird auch in den Folgefolien so sein, die Ihnen nun Simon vorstellen wird. Danke, Sandra. Die Cybersicherheitsrisiken entlang der eigenen Lieferkette können eingedämmt werden, wenn Organisationen einen engen Kontakt zu den Lieferanten pflegen und, falls nötig, entsprechende Kontrollstrukturen einführen. Erfahrungen von Planzer Transport AG haben gezeigt, dass sich Bedingungen in der eigenen Lieferkette nur dann verbessern lassen, wenn Lieferanten die Veränderungsnotwendigkeit und den Vorteil für ihr Unternehmen erkennen. Aus diesem Grund wird vor der Lieferantenbeurteilung ein Lieferantengespräch durchgeführt, bei welchem bei Bedarf die Leitfragen gemeinsam durchgegangen werden und seitens Organisation Unterstützung angeboten wird. Die Leitfragen werden anschließend vom Lieferanten ausgefüllt und durch die Organisation ausgewertet. Werden Abweichungen von den Anforderungen festgestellt, so ist der Lieferant angehalten, seine Leistung zu verbessern. Das Ziel der Lieferantenprüfung ist die Verbesserung der Lieferantenleistung und der Cyberresilienz. Bei einer erfolgreichen Lieferantenprüfung ist der nächste und letzte Zyklusschritt die Erstellung oder Überprüfung und Anpassung der Verträge. Der Lieferantenvertrag stellt eine rechtsgültige Verbindlichkeit zwischen der Organisation und dem Lieferanten dar und soll die Einhaltung der Informationssicherheits- und datenschutzrechtlichen Vorgaben sicherstellen. Im Lieferantenvertrag regelt die Organisation unter anderem Haftungsfragen
Qualitätsanforderungen und Liefermodalitäten. Sämtliche Hilfsmittel, die wir Ihnen vorgestellt haben, finden Sie auf der Webseite des BACS unter dem Unternehmensbutton, welcher hier rot eingezeichnet ist. Auf der Webseite finden Sie auch ein Feedback-Formular. Wir freuen uns, wenn Sie die Hilfsmittel in Ihrer Organisation testen und uns via Formular Feedback geben. Ihr Feedback hilft uns, die bestehenden Unterlagen und Hilfsmittel zu verbessern und weiterzuentwickeln. Nun übergebe ich nochmals das Wort an Sandra, welche den Ausblick ins nächste Jahr vorstellen wird. Danke, Simon. Bevor ich auf das nächste Jahr eingehe, möchte ich noch kurz die Lessons Learned des Pilotprojektes präsentieren. Erstens haben wir beide festgestellt, dass eine enge Zusammenarbeit in der Konzipierung, Planung und Umsetzung des Pilots elementar war. Auch hatten wir oder mussten wir viele Ressourcen investieren. Wir waren motiviert, wir wollten das, wir haben viel Bereitschaft gezeigt und das ist auch eine Notwendigkeit, wenn man eigentlich einen solchen Pilot oder ein solches Pilotprojekt zu einem Abschluss bringen will. Dann ein wichtiger Punkt sind die Lücken, Mut zur Lücke. Man kann nicht von Anfang an alle Aspekte des Themas abdecken. Ich gehe davon aus, dass viele von Ihnen sich gut auskennen in der Lieferkette. Sie wissen, wie weit das Thema ist und Sie haben festgestellt, dass wir einen Fokus gelegt haben und viele Themen ausgeklammert haben. Das ist uns bewusst und Sie werden sehen, was nun angedacht ist, um eben genau diesen Punkt dann weiterzuentwickeln, respektive ihn auch in der Zukunft zu berücksichtigen. Wie bereits gesagt, wir haben erst den Anfang geschafft. Es geht weiter. Ich möchte Ihnen zeigen, wie es weitergeht nächstes Jahr, was wir angedacht haben und welche Rahmenbedingungen wir zu berücksichtigen haben. Das Informationsschutzgesetz und auch die nationale Cyberstrategie, die fordern vom Bundesamt für Cybersicherheit, dass die verschiedenen Zielgruppen, unter anderem eben die Wirtschaft zu Cyberbedrohung, sensibilisiert werden und die Resilienz in den Sektoren erhöht wird. Das BACS ist angehalten, Erkenntnisse, welche aus einem Pilotprojekt gewonnen werden, der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Unter Einbezug bestehender Gremien, wie zum Beispiel Verbände, werden diese Erkenntnisse in die Wirtschaftssektoren getragen. Deshalb holt das BACS 2025 die Verbände von Logistik, Tech-Industrie, Einkauf, Transport und Bau an einen Tisch, um die erarbeiteten Hilfsmittel bekannt zu machen und weiterzuentwickeln. Sie sehen auf der linken Seite, ich gehe auf die nächste Folie, Entschuldigung, hier sieht man es besser. Wir haben 2024 auf der linken Seite die ersten Maßnahmen und Hilfsmittel umgesetzt und erarbeitet. Im letzten Monat fand dann das Onboarding der erwähnten Verbände aus Logistik, Einkauf, der MEM-Industrie und auch dem Bau statt. Ende 2025 werden wir dann eine Koordinationsgruppe mit Vertretern aus diesen Verbänden und Vertretern des BACS gründen. Die Verbände, die sind je mit einer Person in der Koordinationsgruppe vertreten und bringen mögliche Sensibilisierungsmaßnahmen und auch Kommunikationskanäle ein. Dies können beispielsweise Referate an Veranstaltungen sein oder auch Artikel in Fachmagazinen. Die Projektleitung im BACS koordiniert dann die Maßnahmen, überprüft das Wording, damit schweizweit vom Gleichen gesprochen wird und setzt anschließend auch die Maßnahmen zusammen mit den Verbänden 2025 um. Unten sehen Sie, ich weiß nicht, ob Sie meine Maus sehen können, steht BACS, SEC und E.
Das heißt, parallel aus der Kooperationsgruppe wird dann eine Expertengruppe formiert, welche zusammen mit dem Team Technologien und Security Engineering des BAKS die bestehenden Unterlagen und Hilfsmittel verbessert, aber auch weiterentwickelt. Feedbacks aus der Praxis, die werden dabei laufend eingearbeitet. Deshalb möchten wir Sie eben auch motivieren, die bestehenden Hilfsmittel auszuprobieren und uns via Feedback-Formular auf der Webseite Rückmeldung zu geben. Die Ziele für 2025 sind klar, die Hilfsmittel bekannt zu machen, auch das Thema bekannt zu machen, die Sensibilisierung auf die Cyberrisiken in der Lieferkette eben zu steigen. Wir wollen Feedback einholen, wir wollen wissen, was braucht die Front, die Leute, die tagtäglich damit arbeiten müssen. Und wir möchten eben mit den Feedbacks und der Expertengruppe dann die bestehenden Hilfsmittel verbessern und auch weiterentwickeln. Und natürlich auch wichtig, wir möchten den Kontakt und das Netzwerk pflegen und auch ausbauen. Nun wären wir bereit für Fragen. Die können Sie gerne über den Chat stellen. Ich erlaube mir gleichzeitig, diesen Umfrage-QR-Code aufzustellen. Ich bin froh, wenn Sie uns Rückmeldung geben können zum Webinar. Ich teile auch noch den Link im Chat für diejenigen, die nicht gerne QR-Code brauchen. Voilà. Und nun würden wir Fragen beantworten. Ich muss kurz zurückscrollen. Voilà. Gibt es ein Hilfstool, um die Auswertung der Bestandesaufnahme vorzunehmen, einzutragen? Ich weiß nicht, was Sie meinen mit Hilfstool bei der Auswertung. Wir haben den Fragebogen gemacht, den Sie ausfüllen können, für die Bestandesauswertung zu machen. Die Auswertung ist aber sehr individuell, weil wir können nicht eine generische Anleitung geben für Ihr Unternehmen. Deshalb haben wir für die Auswertung jetzt kein spezielles Hilfsmittel zusätzlich erstellt. Ich weiß nicht, ob du, Simon, noch eine Ergänzung zu dieser Frage hast. Nein, Ergänzung vielleicht nicht, da eine Anmerkung. Ich glaube, es gibt bereits vor allem für die großen und sehr großen Unternehmen und Konzerne genügend Hilfsmittel, die auch gleich Auswertungstools bieten. Wir wollten uns aber eben auch von diesem Ansatz ein bisschen verabschieden, eben mit zu umfassenden, zu umfangreichen, zu nicht verständlichen Hilfsmaterialien zu operieren. Und wie Sandra bereits angemerkt hat, ist die Auswertung dann wirklich spezifisch auf die Situation, auf das Projekt, auf die neue Partnerschaft auszuwerten. Von daher wollten wir keinen 0815 Fragebogen da zur Verfügung stellen. Gut, dann nehme ich die nächste Frage. Warum wird nicht bereits in der Ausschreibung von Dienstleistern Maßnahmen ergriffen? Das ist eine gute Frage. Wir haben im Kreislauf nicht mit der Ausschreibung begonnen, weil vielleicht haben Sie ja bereits Lieferanten. Also dort kann man darüber diskutieren, das auszuweiten und vorher zu beginnen, quasi neuer Lieferant, bestehender Lieferant, und dann gibt es zwei verschiedene Kreisläufe. Auch hier haben wir das vereinfacht, damit es, ich sage jetzt mal, handhabt bleibt. Simon, hast du? Ja, es geht ja uns in diesem Projekt vor allen Dingen darum, jetzt nicht diejenigen Personen, die uns unterstützen, die in diesem Fachgebiet schon bereits Profis sind und das als ihre alltägliche Arbeit sehen. Ich glaube aber, die Bestandesfragen sind so aufgesetzt, dass sie sowohl bereits bestehende Partnerschaften damit prüfen können und aber auch damit in neue Projekte steigen können. Ich denke, so offen ist dieses Formular. Und wie gesagt, sind wir natürlich gerne bereit für Verbesserungsvorschläge. Ja. Die nächste Frage, gibt es eventuell mal die Idee eines Labels oder einer Zertifizierung
Ich denke, diese Frage ist eine Frage, die in der Expertengruppe aufgenommen werden kann. Diese Expertengruppe wird nicht durch mich geführt, der Scope ist noch nicht festgelegt und die genaue Timeline auch nicht. Aber ich habe dieses Thema auch schon gehört. Ob es konkret 2025 aufgenommen wird, kann ich Ihnen hier nicht beantworten. Simon, du sagst mir, wenn ich irgendetwas verpasse, ich gehe einfach durch den Ja, Chat. nein, das ist gut, aber hier vielleicht die gleiche Anmerkung, oder? Das sind offizielle Dokumente, die dienen selbstverständlich dieser Sache, aber ich glaube, unsere Hauptzielgruppe, wenn wir die Zahlen angeschaut haben, denen ist eben in erster Linie noch nicht unbedingt geholfen, wenn sie sich da gleich in so ein Riesenthema stürzen oder eine ISO-Zertifizierung anstreben. Aber auch ja, klar, diese Modalitäten, die sind gegeben, die sind auch bekannt, aber ich glaube noch nicht unbedingt jetzt für diese Zielgruppe unbedingt erstrebenswert, zumindest nicht zu Beginn. Gut, du hast vorhin gerade ISO angesprochen, Simon. Hier gab es auch noch eine Bemerkung. Ich würde folgende Themen in die Hilfsmittel einbauen. ISAE 3402, Typ 2, SOC 2, Typ 2 und ISO 27001. Ich weiß nicht, ob du dort noch einmal etwas dazu sagen möchtest, Simon. Geht eigentlich ins gleiche Thema rein. Nein, ich glaube, das ist gut so von meiner Seite derzeit. NIST wurde auch erwähnt. Vielleicht wichtig zu wissen, die Grundlage, die wir gebraucht haben, das ist sowohl Cloud Security Alliance und NIST. Also wir basieren uns immer auf bestehende Frameworks. Das Problem ist halt einfach, dass diese Frameworks dermaßen umfassend sind, respektive Fragebögen oder Auditbögen dermaßen umfassend sind, dass sie schlussendlich in der Praxis fast nicht anwendbar sind. Deshalb haben wir uns entschieden, die Fragebögen zu kürzen und eben etwas, sage ich mal, handhabbarer zu machen. Was wir sonst noch haben. Fokussiert der Ansatz nur auf Lieferanten oder werden auch die Beschaffungsgegenstände abgedeckt? Beschaffungsgegenstände, ich gehe davon aus, dass Sie den Produkt-Lifecycle ansprechen. Dies ist auch ein Thema, das möglicherweise dann 2025 aufgegriffen wird. Ich möchte einfach hier auch nochmals betonen, wir sind am Anfang, wir sind am Lernen. Wir versuchen, das jetzt mal auf diese Art und Weise das Thema zu erarbeiten. Aber wir werden auch 2025 nicht alle zusätzlichen Themen abdecken können. Aber seien Sie, also ich möchte Sie einfach so weit beruhigen oder informieren, dass wir versuchen, wirklich relevante Themen aufgrund der Rückmeldungen, die wir hoffentlich erhalten, dann in dieser Gruppe eben aufzunehmen und weiterzuentwickeln. Also das wird ein rollender Prozess. Das Gleiche gilt für die Frage, die Pläne, Hersteller von Maschinen, die vernetzt werden. Dort geht es um Plattformen, es geht um IoT. Auch dies sind Themen, wir sind uns bewusst, dass dies Themen sind, die noch ausgeklammert wurden, werden zu gegebener Zeit aufgenommen. Gut, jetzt ich hoffe, dass ich alle Fragen mitbekommen habe. Sonst bitte nochmals eintragen, es geht manchmal sehr schnell.
Auch die NGOs wurden noch angesprochen. Wir haben eine Baseline gelegt. Also diese Unterlagen, die wir hier zur Verfügung stehen, die können selbstverständlich auch von NGOs genutzt werden. Aktuell sind NGOs nicht Teil der Zielgruppe oder Teil der Koordinationsgruppe. Wir haben uns hier einfach mal auf einige Verbände fokussiert oder auf einige Branchen fokussiert, weil wir auch hier nicht von Anfang an alle onboarden können. Aber wir sind uns bewusst, dass auch die NGO eine Zielgruppe ist. Jemand fragt noch, wie man im Projekt unterstützen oder mitwirken kann. Ich teile im Chat meine E-Mail-Adresse nachher. Sie können mir schreiben. Wir werden das prüfen. Wie gesagt, grundsätzlich ist die Expertengruppe noch nicht gebildet. Die ist aber auch nicht bei mir. Ich werde den Teilprojektleiter dort nicht reinreden, wie er das organisiert, aber wenn jemand motiviert ist, mitzuarbeiten und eine Expertise in einem bestimmten Teilbereich mitbringt, dann dürfen Sie dies gerne an mich adressieren und ich leite das der entsprechenden Person gerne. Dann die Unterlagen jetzt von diesem Call, die werden wir nicht teilen, also ich werde das PDF nicht verschicken. Alle Unterlagen sind aber auf der Webseite des Bundesamtes für Cybersicherheit verfügbar, die können Sie dort einsehen. Und ja, ich glaube, dann braucht es die Unterlagen auch nicht unbedingt. Wir werden ja auch, das Webinar ist aufgezeichnet, wir werden das auch auf YouTube zur Verfügung stellen. Also Sie können das dann jederzeit einsehen. Ich teile jetzt noch meine E-Mail-Adresse. Ich würde den Chat noch einen Moment offen lassen. Ich werde auch noch einen Moment drin bleiben, beende jetzt aber die Aufzeichnung, so dass wir diese dann, wie gesagt, später auf YouTube zur Verfügung stellen können. Simon, ich übergebe dir noch ein letztes Mal das Wort, falls du noch eine Ergänzung hast, bevor ich die Aufzeichnung stoppe. Ich möchte mich nur noch ganz herzlich bei allen Teilnehmern bedanken und es freut mich aufgrund der Inputs zu spüren, dass wir nicht alleine an diesem Thema unterwegs sind und ich freue mich auf eine weiterhin gemeinsame, gute und tolle Zusammenarbeit in diesem Bereich. Vielen Dank. Danke, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.